Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier für meinen Kanal und zu einem Update von meinen Triopsen. Falls ihr das Video, wo ich die Triopse angesetzt habe, verpasst habt, schaut mal da oben nach, da ist es nochmal verlinkt. Und ja, heute gibt es ein kurzes Update-Video, bevor ich nach Taiwan fliege. Die einen oder anderen von euch wissen es wahrscheinlich, dass ich jetzt im Februar 10 Tage lang in Taiwan bin und dort eine krasse Videoreihe für euch vorbereite, ja, wo es darum geht, wo unsere Zielfische und unsere Reptilien aus dem Ausland herkommen und so weiter und so fort. Deswegen, wenn ihr das nicht verpassen wollt, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und ja, unbedingt mal reinschauen, wenn es dann soweit ist. Das geht ungefähr ab März geht's los mit der Videoreihe. Aber das sollte nicht das Thema sein. Heute geht es um die Triopse. Ja, ich zeige euch einfach mal ein paar Aufnahmen. Nach 24 Stunden ungefähr sind die ersten Nauplien geschlüpft, wie ihr hier seht. Sieht auch alles wunderbar aus. Es sind auch wirklich aus dem Zuchtansatz sehr, sehr viele rausgekommen. Also ich schätze mal, dass es so um die 100 bis 150 gewesen sind. Und ja, wie gesagt, die ersten 2-3 Tage ernähren sich die Triops-Nauplien ja von dem Eierdotter, den sie noch bei sich tragen. Ich habe dann nach 2-3 Tagen noch ein paar Seemandelbaumblätter mit ins Becken reingemacht, habe auch noch einen zweiten Zuchtansatz gemacht in so einem kleinen Glas, wie ihr jetzt hier seht. Einfach nur als, ja, ich nenne es einfach mal Backup, falls irgendwas schief geht, weil ihr mich in den Kommentaren so ein bisschen verunsichert habt, was das Ganze mit dem Bachwasser angeht. Aber es hat funktioniert, die Triops haben überlebt. Nach 4 Tagen ungefähr habe ich das erste Mal angefangen zu füttern mit ein bisschen Spirulina-Pulver. Das haben die Triops auch sehr gut angenommen. Und ja, des Weiteren, wie ich jetzt vorgegangen bin mit der ganzen Sache, um euch so eine kleine Einleitung zu geben, wie ich das Ganze gemacht habe. Ich habe eine Lichtquelle oben drüber gemacht, seht ihr ja im Hintergrund. Die läuft ungefähr 12 Stunden am Tag. Triopse brauchen auf jeden Fall sehr, sehr viel Licht, gerade in der Schlupfphase. Also die sind sehr, sehr lichthungrig. Das Licht trägt auch dazu bei, dass in dem Wasser so ein bisschen Mikroorganismen entstehen, das heißt ein paar Schwebealgen und so weiter und so fort, was den Triops natürlich auch als Nahrungsgrundlage im Wasser dann zur Verfügung steht. Ja, die Triopsnauplien, wie gesagt, sind jetzt aktuell, wo ich das Video aufnehme, ungefähr eine Woche alt. Wie gesagt, denen geht's gut. Auf was ihr auf jeden Fall achten sollt, wenn ihr Triops ansetzt, ist, dass ihr, wie gesagt, entweder Bachwasser nehmt, was aber aufgrund eurer Aussagen nicht das Nonplusultra sein soll. Noch besser wäre es, destilliertes Wasser zu nehmen in Verbindung mit Mineralwasser, also mit stillem Mineralwasser. Das Ganze 70:30 gemischt. Das wäre ja die zweite Variante, wie man das Ganze ansetzen kann. Osmosewasser könnt ihr natürlich auch nehmen. Was ganz, ganz wichtig ist, wo auch viel schief gehen kann, habe ich mir sagen lassen. Ich stehe eng in Kontakt mit Triops Galaxy. Ist, wenn ihr einen Zuchtansatz ansetzt, achtet darauf, dass ihr auf jeden Fall die ersten 2 Wochen kein Wasser wechselt. Also das Wasser soll so stehen bleiben, wie es ist, weil ihr sonst ja durch die Schwankungen von den Wasserwerten die Triopsnauplien gefährden könntet. Deswegen darauf achten, dass ihr, wie gesagt, das Wasser komplett in Ruhe lasst, die ersten 2-3 Wochen und gar nichts dran macht. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, ihr seht jetzt hier die Triopse rumschwimmen. Ich hoffe, dass die Kleinen jetzt relativ schnell groß werden, auch in der Zeit, wo ich jetzt nicht da bin. Und ja, wenn ich wieder aus Taiwan zurück bin, würde ich sagen, machen wir nochmal ein kleines Update-Video, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ich hoffe, dass das Ganze gut ausgeht, dass die Triopsnauplien weiter wachsen. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder Anregungen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare, beantworte ich euch gerne. Dann noch eine ganz wichtige Sache zum Thema Triopse und wie ihr damit umzugehen habt. Es kommt hin und wieder mal vor, wenn ihr Triops ansetzt, dass die Nauplien entweder nicht schlüpfen oder dass die halt nach ein paar Tagen versterben. Macht euch deswegen keine Gedanken, das passiert jedem Mal. Ja, also da steckt man nicht drin. Das kann mit den Wasserwerten zusammenhängen, das kann mit der Temperatur zusammenhängen und so weiter und so fort. Falls ihr euch übrigens fragt, warum ich die Triopse hier im Wohnzimmer bei uns angesetzt habe und nicht bei mir drüben im Studio, ganz einfach aus dem Grund, bei mir drüben im Studio gibt es keine richtige Heizung. Das heißt, nachts fällt die Temperatur ein bisschen ab und das wäre bei so einem kleinen Gefäß, würde die Temperatur dann auf 16, 17, 18 Grad absinken und das wäre nicht so doll für die Triopse, weil die ja schon Temperaturen über 20 Grad brauchen. Deswegen ist das Ganze hier im Wohnzimmer, nur dass ihr da auch mal Bescheid wisst. Was aber noch wichtig ist, dass wenn ihr einen Triopsansatz habt und der eventuell schief gehen sollte oder ihr denkt, dass der schief gegangen ist. Ich dachte das nämlich auch in den ersten Tagen, als ich dann ab und zu mal keine Triopse mehr gesehen habe, dass die alle gestorben wären. Ist aber nicht der Fall gewesen, die haben sich einfach nur versteckt und sobald man das Licht anmacht, schwimmen die dann wieder drin rum. Die Triops longicautatus, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, kommen eigentlich aus Nordamerika und man darf die halt hier
in der Natur nicht aussetzen. Das ist strafbar. Ja? Das ist ja eine invasive Art. Die könnten theoretisch hier überleben und sich hier weiter fortpflanzen. Deswegen, wenn ihr einen Triops-Ansatz habt, wo ihr denkt, der ist schief gegangen, schüttet den auf keinen Fall irgendwo draußen in irgendeinem Bach oder sonst irgendwas, sondern entsorgt ihn in der Toilette oder am besten schüttet mal kochendes Wasser drüber, sodass alles abgetötet ist, dass davon halt auf jeden Fall nichts in die Natur kommt, weil ja, es wäre schlimm, wenn aufgrund solcher Sachen dann Triopse hier in Deutschland verboten werden, weil sie als invasive Art eingestuft werden. Ihr wisst, das geht ruckzuck, geht auch mit Fischen ganz, ganz schnell, dass wenn man Fische aussetzt, die sich hier weiter vermehren, dass man eine invasive Art hat und die dann auf der roten Liste stehen und nicht mehr gehandelt werden dürfen. Wie gesagt, das wäre für das Hobby sehr, sehr schade. Was noch wichtig ist, wenn ihr Triopse ansetzt, macht Seemandelbaumblätter rein. Das habe ich in den ersten 2-3 Tagen nicht gemacht, das habe ich erst danach gemacht und man merkt eine positive Wirkung auf das Wasser, weil Seemandelbaumblätter wirken antibakteriell und klären oder desinfizieren auf natürliche Art und Weise das Wasser, beziehungsweise machen das Wasser auch nochmal weicher, da sind Huminstoffe drin und so weiter und so fort, die für die Triopse gut sind. Deswegen benutzt auf jeden Fall immer noch Seemandelbaumblätter, wenn ihr so Triopszuchten ansetzt. Mit dem Futter solltet ihr auf jeden Fall auch sehr, sehr sparsam sein. Die solltet ihr halt in den ersten 2-3 Tagen oder 4 Tagen überhaupt nicht füttern, weil wie gesagt, die Triopse ernähren sich von ihrem Eierdottersack, den sie noch dabei haben. Danach verwendet ihr ganz, ganz, ganz wenig von diesem Spirulina-Pulver, aber wirklich ganz, ganz, ganz wenig, ja, weil das auch das Wasser belastet und gerade bei so wenig Wasser kann es dann schnell passieren, dass das Wasser kippen könnte. Deswegen ganz, ganz sparsam damit. Nach einer Woche fangt ihr dann an mit dem Jungtierfutter. Das sind hier diese entkapselte Artemia-Eier. Die werden auch sehr, sehr gut angenommen, aber das auch erst nach einer Woche und auch sehr, sehr sparsam. Ja? Also wirklich Kleinstmengen verfüttern, weil ihr wisst ja, Futter belastet das Wasser und die Triopse reagieren recht empfindlich auf Wasserqualitätsschwankungen bzw. schlechtes Wasser. Deswegen solltet ihr da auf jeden Fall drauf achten. Wenn die Tiere dann etwas größer sind, könnt ihr dann natürlich auch das Hauptfutter nehmen, so ungefähr nach 2 Wochen, wenn die Tiere groß genug sind. Und da würde ich euch auch empfehlen, diese Pellets, vielleicht erstmal nur ein Viertel reinzumachen, um zu gucken, wie die Tiere dran gehen. Und nach 2-3 Wochen könnt ihr dann auch anfangen, ein bisschen das Wasser zu wechseln. Ja. Da sind wir jetzt noch nicht. Wie gesagt, ich fliege jetzt bald nach Taiwan und werde meinem Stiefsohn und meiner Freundin den Auftrag geben, auf die Triopse zu achten und das Ganze noch so ein bisschen vielleicht zu dokumentieren. Und ja, ein Update gibt es dann nochmal, wenn ich aus Taiwan wieder zurück bin. Wie gesagt, jetzt erstmal Status, die Laublinsen sind geschlüpft, sie sind auch schon gewachsen, das erste Mal gefüttert. Und das nächste Update gibt es dann, wenn ich wieder zurück bin. Gebt mir gerne nochmal Feedback in den Kommentaren, wenn ihr noch Triopse gezüchtet habt, wie eure Erfahrung ist und was ihr vielleicht noch für Tipps habt. Und ja, ansonsten würde ich sagen, das war's mit dem Video. War ziemlich kurz, aber ich wollte euch unbedingt nochmal einen Stand geben, wie es jetzt gerade aussieht, bevor ich wegfliege. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, schaut mal bei Triops Galaxy vorbei und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und tschüss.